Die Musik, die wir gerade im Hintergrund hören, ist der zweite Satz aus der Sonate in S-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, Köchelverzeichnis 282, und mit diesem Stück wollen wir uns heute beschäftigen. In diesem Video geht es nicht darum, welcher Finger auf welche Taste kommt, sondern es geht um Fragen der musikalischen Gestaltung und der Interpretation, es geht um stilistische Fragen und es geht um einige technische Herausforderungen, die dieses Stück bietet und wie du diese am besten meistern kannst. Also bleib dran! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Repertoire-Reihe. Ich bin Thorsten Eil und auf meinem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um das Thema Klaviermusik, vom Barock bis zur Romantik. Wenn du also von YouTube immer über neue Videos von mir informiert werden möchtest, dann abonniere meinen Kanal und drück nebendran auf die Glocke und schau dich auch ruhig mal auf meinem Kanal um. Da gibt es mittlerweile mehr als 100 Videos, da ist mit Sicherheit noch viel Interessantes für dich dabei. Legen wir gleich los. Die Sonate, um die es heute geht, habe ich komplett für YouTube eingespielt. Diese Einspielung verlinke ich auch hier in der, in dieser Infobox, damit du dir das Ganze auch nochmal anhören kannst. Wir gehen gleich in die Besprechung hinein. Der zweite Satz dieser Mozart-Sonate besteht aus 2 Menuetten. Diese beiden Menuette sind jetzt vom technischen Anspruch her nicht allzu schwierig. Trotzdem kann ich nur davor warnen, solche vermeintlich leichten Stücke auf die leichte Schulter zu nehmen und beim Üben zu vernachlässigen. Es gibt nämlich nichts Peinlicheres, als wenn man solche Stücke dann beim Üben hinten runterfallen lässt und solche Stücke dann nachher schlecht spielt. Also von daher, nimm dir auch für solche vermeintlich einfachen Stücke die notwendige Zeit und nimm diese Stücke ernst. Es gibt einige Details, auf die du bei diesem Stück achten solltest. Zunächst einmal ist bei dieser ganzen Sonate die Dynamik von Mozart sehr genau bezeichnet worden. Das ist schon mal ein großer Vorteil, eine große Hilfe. Also das heißt, wenn du genau in die Noten schaust und wirklich jede Dynamikvorschrift, die hier steht, auch tatsächlich hörbar machst, dann hast du schon sehr, sehr viel erreicht. Und wenn du dann im zweiten Schritt noch hingehst und auf die Bögen achtest, dann wird deine Musik schon sehr professionell klingen. Diese Bögen, die hier eingetragen sind, sind nämlich keine Legato-Bögen. Das ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte der Wahrheit ist, dass diese Bögen eigentlich Phrasierungsvorschriften auch darstellen, und die Phrasierungsvorschrift lautet, dass der Bogen zum Ende hin leiser wird. Und das ist gerade in der Musik der Mozartzeit besonders wichtig, dass man also diese Bögen, dieses Leiserwerden gegen Ende des Bogens hörbar macht. Das erste Menuett beginnt mit einem Auftakt. Wenn ein Stück auftaktig beginnt, dann zieht sich diese Auftaktigkeit in der Regel durch alle Motive, die in dem Stück vorkommen, durch. Und genau das ist eben auch hier der Fall. Es heißt also hier am Anfang nicht, sondern die erste Figur ist ein Auftakt. Also das heißt, hier ist die erste 1 und dort ist dann natürlich auch die Betonung. Wichtig an dieser Stelle bitte auch, dass du nicht sowas machst. Das Ende des Motivs ist zwar die nächste 1 im Takt, aber das Ende des Motivs ist niemals betont und deshalb wird in diesem Fall auch die 1 nicht betont. Also das heißt betont und hier die nächste 1 leise. Und weiter geht's. Jetzt kommt Forte. Hier bis zum ersten Ton im Takt Nummer 7 ist es. Und ab der zweiten Achtel ist Piano bis hierher und jetzt kommt wieder Forte.
wirklich diese Dynamik ernst nehmen und auch umsetzen. Dann haben wir dieses. Hier bitte darauf achten, dass du die Oberstimme zeigst. Das heißt also nicht, sondern die Oberstimme ist wichtig. Und das sind Viertel. In der galanten Musik gilt die Vorschrift, dass wir zunächst einmal alle Töne trennen, solange nichts anderes gesagt wird. Hier ist nichts anderes gesagt, also trennen wir die Töne. Darin unterscheidet sich auch die galante Musik oder die Musik zur Mozartzeit von der nächsten Epoche, von der romantischen Musik. In der Romantik spielen wir zunächst mal alles legato. Hier gilt noch die Vorschrift, zunächst mal alles zu trennen. Gut, weiter geht's. Jetzt kommt quasi dieser kurze Durchführungsteil. Auch hier können wir die Viertel trennen. Müssen wir aber nicht, oder wir machen diese Trennung sehr unauffällig. Ja, also das bleibt so ein bisschen auch deiner Interpretation überlassen. Wichtig ist aber, dass du hier eine kleine Pause machst, bevor es ins Piano reingeht, damit das Forte verklingen kann und das Ohr einen kurzen Moment Zeit hat, sich an das neue Piano zu gewöhnen. Also nochmal hinhören auf diese kleine Pause. Melodie in der linken Hand. Wieder Forte und so weiter. Gehen wir gleich zum zweiten Menuett. Auch dieses zweite Menuett beginnt auftaktig. Es heißt also nicht, sondern die Betonung ist auf der nächsten 1. Das ist die nächste 1. Also das heißt auch hier zunächst mal Piano und jetzt Forte. Hier haben wir wieder einen Bogen, also das heißt der erste unterm Bogen laut, der zweite leise. Bogenende abphrasieren, leiser werden. Hoppla, Entschuldigung. Und das ist jetzt vielleicht die schwierigste Stelle in dem ganzen Stück, weil wir hier sowohl Sechzehntel als auch Achtel haben, also Achteltriolen genauer gesagt. Sechzehntel, jetzt kommen die Triolen, jetzt wieder Achtel, Sechzehntel, wieder Triole, wieder Sechzehntel und wieder Triole. Nochmal im Ganzen. Solche Stellen bitte immer mitklopfen, damit du wirklich genau diesen rhythmischen Unterschied machen kannst zwischen den Sechzehnteln und den Achteltriolen. Ja. Und ich stelle mir zum Beispiel auch immer vor, dass ich bei den Sechzehnteln quasi die Finger laufen lasse und bei den Achteltriolen die Noten ausspiele, also ba, 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 ja, dass ich die eben wirklich ausspiele, ba, 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 ba. Und bei den anderen lasse ich einfach die Finger laufen. Okay. Was ist noch wichtig? In der linken Hand haben wir quasi auch solche kleinen auftaktigen Begleitmotive. Also das heißt, wir haben hier 2 Viertel. Die erste Viertel ist die dritte Zählzeit und die nächste ist die erste Zählzeit. Also die dritte Zählzeit kurz und leicht und die nächste als 1 betont und etwas länger. Bam, 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 bam. So,
Sowas kommt auch als Begleitung bei Mozart und Zeitgenossen ganz oft vor. Bam, 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 bam. Ja? Also das kommt auch in anderen Stücken vor, das kannst du dann sicherlich übertragen. Okay, gehen wir gleich weiter zur Durchführung. Das ist dann quasi ab Takt 47, da heißt es dann... Und das ist, wie ich finde, eigentlich der mutigste Teil in diesem ganzen Stück. Und das ist auch der Teil, der mir in diesem Satz am besten gefällt, weshalb ich diesen Satz total klasse finde. Und auch hier hat Mozart wieder die Dynamik sehr genau bezeichnet. Leise, laut. Aber über den zwei ein Phrasierungsbogen, also nur der erste ist laut, der zweite wird abphrasiert. Noch dazu ist der erste ja quasi ja, also der erste soll quasi so eine, ja, wie soll ich sagen, der soll so ein bisschen ins Ohr springen, ja. Und so weiter. Und dann kommt auch hier aufpassen, Vater und jetzt kommt Piano. Also auch hier könnte man so eine kleine Pause einbauen, die hier nicht steht, aber so eine kleine Pause einbauen, damit ich auch hier wieder Zeit habe, mich an das Piano zu gewöhnen. Wenn du dich noch intensiver mit dem Thema Klaviermusik auseinandersetzen möchtest, dann empfehle ich dir diese beiden Videos. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Daumen hoch und wenn du das Video mit deinen Freunden teilst. Falls du meinen Kanal bisher noch nicht abonniert hast, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu tun. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Freude beim Musizieren und bis zum nächsten Mal.